Hallo und herzlich willkommen zu The Park. Ich bin Mike und heute spielen wir The Park. So ein neues Horror-Adventure-Spiel. Bisschen was zum Gruseln. Ich weiß nicht viel über das Spiel, ich habe nur einen Trailer angeguckt. Soll auch nicht so lang gehen, wird eine neue kurze Serie auf meinem Channel. Gucken, kriegen wir bestimmt so 4, 5, 6 Parts kriegen wir bestimmt raus. Also mal gucken, je nachdem wann ich die cutte. Ich gucke ja manche Figuren. Ich würde sagen, wir jumpen mal rein. Ich weiß nicht, mein PC ist ein bisschen kacke. Ich habe alles auf Ultra gestellt. Ich hoffe, das geht sich aus. Dark Room wearing headphones. Das ist genau das, was wir gerade machen. Ich hoffe, ihr auch. So wird das nämlich gemacht. It deals with subject matter that may be disturbing for to some players during... Na, Dankeschön. Für den schnellen englischen Leser. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das nicht so lange lädt. Das hat im Intro irgendwie, bevor ich überhaupt ins Hauptmenü kam, schon irgendwie ewig lange geladen. Wenn wir jetzt die ersten 5 Minuten im Ladebildschirm verbringen, dann wäre das schon nicht so lustig, ne? Wenn ich vor diesem Ladebildschirm sitze, muss ich immer an dieses alte Video denken von dem kleinen Jungen, der immer schreit, ich will Welt spielen! I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. We'll go and ask information. Okay. Das wirkt jetzt ein bisschen hakend, oder? Oder. Wir gehen mal in die Settings. Gameplay, Video. Gehen wir mal von Ultra auf High, Apply. Meine Schütte gibt die Settings, Keep. Und weg. Continue Game. Ja, das sieht schon besser aus. So, ja. Ich glaube, der Junge wollte irgendwie so einen Teddybär. Schauen wir doch mal, ob sich das machen lässt. Ich kann nicht sprinten. Attention, patrons. The park is now closed. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees prepare the park for shutdown. Press to interact with objects in the world. Examine. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay. To return to Solomon Island and the people who use their talents to bring the dream of him. Ach, whatever. Wir können ja hier erstmal, also ich will jetzt, ich lese mir, ich bin nicht so ein Spieler, der sich jedes verfluchte Schild durchliest. What? Hey, Lorraine. Lorraine! Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Aha. Das war ja jetzt mal gar nicht seltsam. Sehr irgendwie eine awkward... Callum, where are you going? Catch me, Mommy. Wir rennen mal in den dunklen, unheimlichen Park und schrei Catch me, Mommy, mach das mal. Wait for Mommy, Callum! Ich kann einfach durchgehen. This Ah, way. this way, which way? Wait for Mommy. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side,
the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Das sieht schon sehr vertrauenserweckend aus. Was? Das hat sich mal schnell geändert hier. Vom schicken Amusement-Park zum... Ja. Oh God. The park. What happened here? Toggle running. Ah, jetzt kann ich laufen, ja? Ah. Nice. Ich weiß nicht. Sollen wir uns jetzt hier ein bisschen umschauen oder sollen wir... Ich sehe auch nichts. Das Spiel hat mir am Anfang gesagt, ich soll irgendwie den Buzzer so machen, dass ich... Okay. Dass ich dieses komische Zeichen, was da in der Mitte war, kaum sehen kann. Deswegen ist es jetzt ein bisschen dunkel. Aber offensichtlich wollten die das so. Jedenfalls sehe ich noch den kleinen Jungen da vorne laufen. Das ist gut. Ein Klassiker. Carrie Killian ist Satans Horror. Nice. Was hier da? Was? Andy House? Candy House! Andy House! Andy House. Achso, ich kann hier laufen. Jetzt gehe ich hier schon wieder. So. Hier haben wir Gott sei Dank wie bei Ark kein Stamina, was mich die ganze Zeit abfuckt. Hm? I think this belongs to Callum. Junge, du hast deinen Schuh verloren. Callum? Over here. Mommy needs to see you, Callum. Over here. What the fuck? Handwritten note. I wonder what this is. Purchase the land of someone for... Ah, okay. Ja, da wollen wir uns das dann doch mal durchlesen. Purchase the land or Solomon Island for... was auch immer das für ein Wort sein soll. I might add whatever old Archie Henderson did to the locals. Just what the fuck? I can't read that shit. Of his name had people swimming doors and locking shutters from the moment I arrived on the island. Okay. My lawyer had arranged everything in advance, but oh mein Gott, das ist terrible. Das, nee, das kann ich nicht lesen. Sorry. Da muss jemand an seiner Handschrift arbeiten. Vermutlich als erstes ich, weil ich schreibe noch viel schlimmer, aber dann kann ich es wenigstens selber für mich immer lesen. Sollen wir auf dem Weg bleiben, oder? Okay. Where are you? Man kann wohl immer rufen mit dem Rechtsklick. Callum, stay where you are. Ich habe das Gefühl, wir besteigen unsere erste Attraktion. Come on, Mommy. Octotron. Das Ferris Wheel Bumper Cars. House of Horrors. Sideshow Alley Rollercoaster. Oh, da freue ich mich drauf. Entrance Tunnel of Tales. Da sind wir, glaube ich, gerade. Ja, da ist der Punkt auf der Map. Dann steigen wir mal in den sehr vertrauenserweckenden Sohn.
Das sind diese Sorten Attraktionen, die man in Freizeitparks immer gibt. Als jemand, der quasi im Heidepark Soltau groß geworden ist, kann ich euch das genau sagen. Ja, ich und Wumbo haben Sachen erlebt. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his 2 children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all 4 starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Hänsel und Gretel. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Machen wir keinen Scheiß jetzt hier. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents, Das war übrigens gerade ich kann hier drin unable immer to noch find the den trail Button home, benutzen. the children wandered in the forest for 3 Jetzt days. allerdings nicht mehr. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling Ich hab die at ganze Zeit my das Gefühl, house? irgendwas kommt gleich von der Ecke und springt mich an oder An so. old Irgendwie. woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Wer wäre da nicht mitgegangen, sind wir mal ehrlich, ne? Hup. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage.
and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Das ist schon schön gemacht Seizing her und courage, ganz nett und so, brave aber das Gretel gave the witch a shove, and the ein old bisschen in crone Länge, ne? tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and Das ist together genau der they lit Grund, a warum fire man beneath the diese oven. Attraktion im And Themenpark though she gibt. Ne? screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was Auf der cooked. anderen Seite, ob ich jetzt hier eine halbe Stunde in dem Schwan drin sitze oder And then, anderthalb Stunden vor der because Achterbahn even stehe, um children einmal fahren can't zu können. survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Hat das nicht anders geendet? Ich hab da was anderes im Kopf. Na gut. What the fuck? Ich hab zu viel Arc gespielt. Ich wollte gerade jetzt das Ding punchen, es tut mir leid. Zu viel Arc ist nicht gut für den Kopf. Wo ist jetzt der Junge? Kann ich rufen? Nee. Puh. Ja. Kinder, die Hexen essen. Na gut. Don't cut the line. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those Go to poor the children. Next stop. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Kann es irgendwie verstehen? Na klar, es hört natürlich auf, wenn sie aufhört zu reden. Achso, das ist gar kein Lautsprecher. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste nach irgendwas gucken oder so, aber richtig sicher bin ich mir nicht. Hm? Mach keinen Scheiß. Another accident. This place. Wenn das kommt, passiert immer irgendwas Komisches. Warum ist da Blut? Will ich das wirklich aufmachen? Lovely. Oh nee. Despite the constant interruptions to work, Atlantic Island Park will be opening on time. The governor is booked to cut the ribbon, so the only real question is whether we will have any customers. I'm not truly worried the customers will come out of simple curiosity. I deducted what was needed from the band
writings of Archie Henderson. It's astonishing to think that a resonance of positive emotions can be used to fuel such a process. Henderson himself chose to use negative, and that caused some of the taint that still lingers in this place. I will not make his mistakes. Very soon I will know if this has all been for nothing. Es tut mir wirklich leid. Ich bin normalerweise wesentlich besser in Englisch bedarft, aber diese Handschrift macht mir wirklich Schwierigkeiten. Ja, jetzt wird es dann langsam doch schon ein bisschen creepy, ne? Die Musik macht es nicht besser. Ne. Was das Spiel? Hör auf damit. Okay, ich glaube, das ist nicht gedacht, dass man es versteht. Callum, stay where you are. Kann es nicht von da irgendwo? Lacht das Kind auch noch, Alter. Oh, das sieht lustig aus. Das ist mal wieder mehr so eine Attraktion für meinen Geschmack. Sind das hier Sachen? Was sind das für komische leuchtende Steine immer? Jetzt wollte ich wie bei Ark einen Stein aufheben. Es muss aufhören. Hör auf mich zu verfolgen, Ark. Ich meine, man muss ja nicht immer gleich dahin gehen, ne? Man kann ja mal ein bisschen gucken, vielleicht findet man hier irgendwas. Kann ich hier reingehen? Für Schwimmen? Natürlich nicht. Achso, ich muss mal. Das toggelt man nur, das hält man nicht gedrückt, das Springen. Was ist das? Kann das Zeitungsknüll sein oder so? This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. Examine reports. Oh, jetzt geht's wieder los. The guy just snapped. Those poor kids. Ach, das ist... okay, da gab's einen Unfall oder sowas. We were waiting for our turn on the right. Frank, me and the boys, okay. This fellow in the chipmunk suit is making an ice carving while people took photographs. Lawrence wanted to go over to him, but I've always been a bit weary, I think, of those suits. They give me the creeps. It's silly, I know. Anyway, the chipmunk man, he has... Anyway, I don't know how... This is awkwardly written. He was carving and picking away at the ice, and at first we thought he was making some animal like a tiger or a lion, but as more and more ice fell away when you first looked, it was like a human face smiling out of that block of ice. But the more you looked at it, the more you saw that there was something not quite right about the proportions. Something unnatural that made your heart begin to beat just a little bit faster, like you were prey and that thing in the ice was a hunt. But then these teenagers walked up, and one of them made a face at the carving and said something rude to the guy in the chipmunk suit, and then, well, he went berserk. For a few moments it was chaos. Everybody was running away from the guy who had one of the teenagers on the ground, and he was stabbing with the ice pick, and blood was spraying, and people were screaming, and Frank and I had the kids, and we were dragging them away as fast as we could. And the last thing I saw before Frank dragged me away was that the eyeball of one of those poor kids had landed on the ice sculpture, making the horrible creature look more or less alive. Okay. Für alle, die jetzt kein gutes Englischvermögen haben, war es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Ich
will damit fahren. Wie fahre ich denn damit? Ah, vielleicht mal auf den Bänken gucken. Hier gab es doch manchmal so Nachrichtenzettel oder sowas. Wo komme ich denn? Da hinten ist der Eingang. Junge, wo bist du? Go. Oh nö. Oh nö. Lass mich in Ruhe. Kann ich wieder nicht lesen. Kann man natürlich gucken. Funktioniert eins von den Dingen? Mann! Ich habe kein Kleingeld. Mann. Los. Okay. Passt das? Ja, ich glaube, wir dürfen damit fahren. Crispy. Naja, komm mal ganz ehrlich, ne? Wenn, dann hauen wir schon rein, oder? Noch schneller. Noch schneller. Noch schneller. Muss ich das theoretisch doch anhalten, wenn ich damit fahren will, oder? Halt an. Lass mich da rein! Oh, da? Mann, wieso kann ich denn damit nicht fahren? Oh Mann! Jetzt bin ich wie so ein kleines Kind. Mann! Ach, da müssen wir draufdrücken. Ich bin auch blöd. Okay. So. So, jetzt wird es zügig. War da wer drin? The fuck? Übertreibt man nicht. Die letzten Feierabendfahrten, die letzten Feierabendfahrten. Das jetzt tatsächlich wäre, bin ich blöd. Okay. Okay. Was? Kommt das wieder aus diesen Lautsprechern oder was? Tut mir leid, du musst deutlicher reden. Okay. Stop, Callum! Junge? Verdammten Kinder. Okay, an der Stelle machen wir, glaube ich, mal einen Cut. Da haben wir die erste irgendwie halbe Stunde oder so gezockt. Machen wir mit dem nächsten Karussell. Oh, beim nächsten Mal gibt es Autoscooter, glaube ich. Schön Autoscooter. Vielleicht können wir ja mit dem kleinen Jungen mal eine Runde drehen und den mal ein bisschen wegrammen. Vielleicht fliegt der aus dem Sitz raus. Vielleicht frisst uns auch irgendein fürchterliches Monster. Eins von beiden wird sicherlich passieren. Ich verabschiede mich mal und wir sehen uns im nächsten Teil. Ja,
Ja, ja. Ich glaube, ich kann ja hier irgendwie nicht theoretisch nicht wirklich speichern, ne? Ich hoffe, das macht er mal automatisch. Weil ich mal gerne hier kurz nochmal raus wollte und das ausprobieren wollte. Gut, wir sehen uns in der nächsten Episode. Treachery hides in thoughts. Jetzt fangen wir nicht an zu reden. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Okay. Die Frau ist ein bisschen seltsam. Ja, bevor sie mich so unhöflich unterbrochen hat, wollte ich gerade diese Folge beenden. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zwei Möglichkeiten hatten. So ein Ferris Wheel oder ob wir beides noch machen können oder nicht. Ich weiß es nicht, aber ich mache mich natürlich wie immer auf den schnellsten Weg zur Achterbahn, wie ich das immer mache. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich verabschiede mich an der Stelle und bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.